Herzlich willkommen hier in der Brickworld zu einem weiteren Update hier aus meinem kleinen Städtchen hier auf YouTube. Und ich dachte, nachdem wir in letzter Zeit sehr viel am Marktplatz und dann am Bahnhof gearbeitet haben, möchte ich heute mal wieder ganz woanders hingehen, damit wir auch an anderen Stellen weiterkommen. Ihr seht, es kommt schon langsam in den Fokus des Ganzen. Und zwar möchte ich hier an unserem Kanzleigebäude mit Etagen darüber weiterbauen. Und vor allem möchte ich in dem Bereich hier vorne, hier oben, seht ihr ja, da geht es noch nicht weiter. Da ist noch ein restlicher Teil von der Wohnung zu bauen, ein Treppenhaus etc. In dem Bereich möchte ich mich heute ein bisschen weiter austoben. Und dann schauen wir mal, was sich sonst noch ergibt, zeitlich und steinetechnisch. Auf jeden Fall baue ich heute auf jeden Fall erstmal hier weiter. Bleibt dabei, es würde mich freuen. Die ersten Arbeiten sind getan, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt hier innen und außen einiges an der Wand hochgezogen für dieses Stockwerk. Das Ganze jetzt so angepasst, dass wir jetzt auf der gleichen Höhe ankommen mit den Fenstern wie im rechten Teil des Gebäudes. Innen drin hier die Dark Tan Fliesen, die sind momentan natürlich nur drin, immer noch zur Fixierung des Bodens. Das ändert sich natürlich dann, wenn jetzt hier auch der Boden gebaut wird. Und das Ganze können wir jetzt hier draufsetzen. Hat jetzt natürlich momentan noch keine große Wirkung, außer dass es einfach drauf ist. Aber ihr seht, das Gebäude wirkt jetzt gleich schon ein bisschen kompletter auf jeden Fall, dadurch, dass eben hier ein Stück Etage dazu gekommen ist. Und auf jeden Fall werde ich jetzt hier erstmal an den Innenausbau gehen. Das Ganze wird das Schlafzimmer vor allem sein von eben der Wohnung, die wir da vorne haben. In dem vorderen Teil der Wohnung haben wir ja das Wohnzimmer und die Küche. Hier ist ja auch schon eine Tür drin. Das ist die Tür, die vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer führt. Und darauf werde ich jetzt weiterbauen. Das Erste, was euch jetzt hier wahrscheinlich auffallen wird, ist, dass hier Licht brennt. Das hat einen ganz einfachen Grund, denn ich habe hier angefangen, am Inneren des Moduls zu arbeiten. Ich hole es jetzt mal runter, hoffe ich, mit einer Hand. Müssen wir mal schauen, ob das so einfach geht. Es ist ja noch nicht ganz stabil. So, da ist es vermutlich. So. Und zwar habe ich dieses bedruckte Teil aus dem Queer Eye Set beleuchtet. Da hinten seht ihr das Kabel. Hier ist auch schon ein Bett drin und ein Schrank. Also ich habe schon ein bisschen angefangen. Das wird die einzige Lichtquelle hier drin sein. Einfach damit es ein bisschen was zu sehen gibt, aber es nicht total überstrahlt aussieht. Denn auch in der Realität ist ja nicht überall in der Wohnung Licht an. Allgemein habe ich mich dazu entschieden, dass die Einrichtung hier in diesem Schlafzimmer in einem eher dunkleren Farbton sein wird. Ihr seht hier den Einbauschrank. Da habe ich jetzt braune Türen genommen. Finde ich eigentlich ganz nett. Hier das Doppelbett, das habe ich aus verschiedenen Steinen zusammengebaut. Ihr seht die Matratze, die Kissen, die Decke, da drauf liegt noch so eine Art iPad. Dachte ich, ist ein ganz nettes Detail. Hier hinten fehlt noch die Wand, die kommt gleich noch. Und hier habe ich noch ein paar Sachen zusammengebaut. Die sind teilweise auch basierend auf dem Queer Eye Set, das ich hier schon mal ausgeschlachtet habe. Eine Pflanze kommt noch hin. Ich werde auch noch mal diese Fliese, diese hübsche Fliese, diese bedruckte Fliese aus dem Set benutzen, um hier noch irgendeinen Vorleger reinzubauen. Allgemein kommt auf dem Boden noch ein bisschen was drauf. An die Wände kommt natürlich auch noch ein bisschen was. Hier seht ihr, wie gesagt, da ist das Lichtelement das einzige, was ich einbauen werde, einfach um nur ein bisschen Licht hier drin zu haben. Und ich denke, es wird ein ganz nettes Set. Hier, Set sage ich schon, ein ganz nettes Räumchen. Hier ist dann die Tür vom nächsten Modul und das da ist Teil des Treppenhauses, also das ist jetzt direkt dahinter. Und ich denke, das wird ein ganz nettes Zimmer auf jeden Fall. Ich baue jetzt hier noch ein bisschen weiter, werde vor allem mich um den Boden noch kümmern und dann schauen wir mal, wie das Ganze sich jetzt hier langsam zu einem sehr hübschen, hoffe ich, kleinen Schlafzimmer für diese Wohnung entwickelt. Hier seht ihr nun mein heutiges Werk. Es sind einige Steine hier reingeflossen, sicherlich wieder einige hundert, allein für die ganzen Außenfassade und die kleinen Teile und was auch immer hier immer zusammenkommt. Auf jeden Fall, ich zeige es euch jetzt mal. Ihr seht jetzt hier, ich habe auch den Boden jetzt in einem, dark bluish grey gefliest. Das können jetzt entweder Fliesen sein oder Teppich, das kann man sich jetzt aussuchen. Vielleicht sind es auch irgendwelche anderen Natursteine. Auf jeden Fall sind jetzt hier 2 Teppiche, die auf dem Boden liegen. Ich habe auch noch viele von diesen asiatisch angehauchten Aufklebern genutzt, die eine Art Bilder darstellen sollen. Einfach so, dass derjenige, dem halt das Schlafzimmer hier, die Wohnung gehört, so ein bisschen diesen Stil mag. Und dadurch sind auch die Wände jetzt weniger kahl. Mir gefällt's. Ich denke eigentlich, dass das ein ganz guter Stil ist. Es wirkt ganz nett. Ich habe hier noch diesen Stuhl, wie gesagt, hier hingebracht. Wenn ich das Ganze jetzt noch mal ein bisschen drehe, es ist halt ein bisschen klein, deshalb müssen wir einfach mal schauen. Hier ist noch eine Uhr dran. Hier habe ich noch diesen Spiegelaufkleber gefunden aus dem Set. Und ich denke, das ist doch eine ganz schöne Geschichte. Sieht ein bisschen komisch aus, weil ja hier diese Lücke ist, aber das ist ja im nächsten Modul direkt dran. Und hier hinter dieser Wand kommt eigentlich noch ein Zimmer oder ein Gang. Und wir mal schauen, wie wir das genau machen in einem der nächsten Updates. Das da ist sozusagen die Lücke für die Treppe.
Und dann müssen wir einfach mal schauen. Auf jeden Fall ist das hier ein gutes Stück geworden. Es wiegt auch ein ganz gutes Stück. Und ich würde sagen, wir nehmen das Ganze jetzt gleich mal mit, stellen es an seinen finalen Platz. Dann wird nämlich auch die Verbindung mit dem Strom wieder geschlossen. Seht ihr ja hier unten, hier ist der Konnektor. Und das hier ist natürlich auch nur prophylaktisch momentan, provisorisch natürlich. Und ja, wir bauen es einfach mal rein und schauen es uns an, wie das Ganze an seinem richtigen Platz aussieht. Und so sieht das Ganze jetzt fertig aus für heute. Ich habe jetzt noch einen Deckel oben drauf gebaut. Der ist jetzt in Anführungsstrichen erstmal auch nur provisorisch, denn da kommt natürlich dann noch das finale Stockwerk oben drauf. Da müssen wir natürlich dann auch nochmal so ein kleines grünes Schrägdach hier hinbauen. Dann haben wir so zurückgesetzt, nochmal auf der anderen Seite auch. Und das wird dann das Finale hier vorne. Wahrscheinlich schon in absehbarer Zeit, muss ich mal schauen, wann ich dazu komme. Aber ich versuche jetzt nochmal hier rein zu filmen mit euch, damit wir jetzt hier mal in die Fenster reinschauen können. Also ihr seht's. Man kann hier doch ganz gut reinschauen. Man sieht durch das Fenster sieht man hier das Bett. Da hinten seht ihr jetzt auch die Tür vom Zimmer, die eben vom anderen Modul kommt. Und ja, ich denke, das ist doch ein guter Fortschritt, eine ganz gute Lösung. Damit hat die Wohnung jetzt hier auch endlich Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch ein Bad. Und ihr seht jetzt hier hinten, ich gehe mal mit euch nochmal rüber, wenn ich jetzt hier rein filme, seht ihr das Wohnzimmer und den Gang, der hier nach vorne führt, der wird dann irgendwie noch zum Bad führen, wobei das Bad wahrscheinlich das hier drüben sein wird. Müssen wir mal schauen, ob da nicht noch ein kleines, Gästezimmer, Abstellkammer, irgend sowas noch dazu kommt. Man muss ja bedenken, das ist eine Wohnung, in der Lage wird die wahrscheinlich relativ teuer sein. Aber abgesehen davon, dass wir jetzt ein Schlafzimmer haben, seht ihr jetzt auch, wie sich hier das Gebäude vervollständigt und nochmal eine kleine Lücke schließt. Apropos Lücke, ihr kennt die Lücke hier vorne, auch die hier, und da muss ich mal mit euch noch drüber reden, denn ich möchte eigentlich diesen Klotz an Fels, der noch ein Überbleibsel ist, aus dem alten Layout eigentlich absägen sozusagen. Also hier absägen, damit wir hier eine gerade Kante kriegen und hier die, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Promenade hier entlang rüber ein bisschen besser gestalten können. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das für eine gute Idee haltet, weil ich finde, der Fels hier macht einfach zu viel weg von dem, was dahinter ist und stört dann auch vor allem auch ein bisschen den Blick auf das, was hier noch reinkommen soll. Wo mir auffällt, dass wir auch endlich mal die Bäckerei fertig machen müssen. Da ist ja gar keine Einrichtung unten drin, die kleine Bäckerei hier. Und auch hier den Donutladen, der fehlt auch noch ein bisschen innen drin. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall ganz wichtig, schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu denkt, zu meinem Plan hier vorne. Deshalb auch hier noch immer die Lücke offen, weil ich immer noch nicht ganz wusste, was ich hier machen möchte. Müssen wir einfach mal schauen. Aber ich bin auf jeden Fall mal zufrieden, dass wir heute endlich mal wieder nach sehr, sehr langer Zeit hier am Gebäude hier vorne weitergekommen sind. Und der Blick von hier vorne vervollständigt sich jetzt endlich langsam immer weiter, was mir persönlich natürlich sehr gut gefällt. Aber was auch natürlich ein größeres Problem ist, ich schaue jetzt mal hier um die Ecke. Ihr seht, hier ist noch sehr, sehr viel zu tun. Vor allem der Bereich hier hinten, da ist eigentlich noch gar nichts. Da kommt ja noch ein Restaurant rein. Ich bin aber immer noch nicht ganz sicher, was für ein Restaurant. Da könnt ihr ja gerne auch in die Kommentare schreiben, welche Art von Restaurant ihr da gerne sehen möchtet. Also wir haben jetzt nicht Unmengen an Platz. Eventuell können wir es auch zweistöckig hochziehen, dass man eben drin noch eine Treppe hat. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall haben wir das hier als Grundfläche und eventuell eben auf 2 Stockwerke. Und dieser Biergarten hier draußen, der wird ja nochmal umgebaut. Der würde dann auch zu diesem Restaurant gehören. Der wird auch noch ein bisschen rüberwandern. Müssen wir mal schauen, wohin genau. Aber ihr könnt mir auf jeden Fall gerne schreiben, was für eine Art von Restaurant wir hier reinbauen sollen. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Wir haben ein Schlafzimmer mit vielen 100 Teilen gebaut. Und ja, auf jeden Fall, ich bin zufrieden damit. Heute mal endlich was anderes. Nächstes Mal machen wir wahrscheinlich entweder am Bahnhof nochmal weiter oder dann hätte ich endlich mal wieder am Marktplatz. Schauen wir einfach mal. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen heute auch hier wieder in der Brickworld. Wir sehen uns dann das nächste Mal im nächsten Video und vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank für alle Abos etc. Und ich bin einfach froh, dass ihr dieses Projekt begleitet. Dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal und tschüss.